Hallo alle zusammen, ich bin's Maricel von Vegan Crush aus Bangkok und ich werde euch heute zeigen, wie man ganz einfach mit nur wenigen Zutaten eine Walnuss-Karamell-Praline zusammenstellt. Und zwar werden wir dafür hernehmen goldene Rosinen, Walnüsse, Mandeln und Datteln. Auch für mehr Geschmack werden wir Zimt und Vanilleextrakt hernehmen. Diese Praline ist perfekt als Geschenk für Freunde oder Familie oder auch als Snack für die Schule oder für die Arbeit oder zum Wandern oder wohin ihr auch gerne damit möchtet. Es hält sich auch sehr, sehr lange, bis zu 3-4 Wochen, weil es eben nur mit getrockneten Früchten gemacht wird und Nüssen. Diese Praline ist ideal. Ihr macht es nur einmal und es hält euch für den Rest des Monats, was wirklich zeitersparend ist. Okay, ich werde euch jetzt zeigen, wie man es macht. Ich habe hier den Thermomix, ihr könnt aber auch jeden anderen Blender hernehmen. Der Thermomix hat schon eine integrierte Waage, womit es sehr, sehr einfach ist, das Ganze abzuwiegen. Also ich werde hier als erstes die Datteln hernehmen, 100 Gramm. Dann werde ich goldene Rosinen, und zwar 50 Gramm hernehmen. Ups, etwas mehr wie 50, kein Problem. Dann Walnüsse, 120 Gramm. Etwas Zimt und ein halber Teelöffel von Vanilleextrakt. Ihr könnt aber auch Vanillebohnen hernehmen, wenn ihr das habt. Und etwas Zimt. So, das Ganze sieht dann so aus. Erinnert so ein bisschen nach Teig. Es sind also keine groben Stücke mehr drin. Es ist alles schön smooth und cremig. Was ich hier jetzt noch mache, sind Walnüsse und Mandeln zerhacken, um ein bisschen mehr Textur in die Praline zu bekommen, für ein bisschen mehr Biss und Crunch. Das Ganze gebe ich dann in den Teig mit hinein. So, ich habe jetzt hier den Teig mit den grob gehackten Mandeln und Walnüssen und alles, was ich nur noch tun muss, ist ein Esslöffel herausnehmen und mit den Händen schöne Bälle formen. Ungefähr so. So, und so sieht das Endprodukt aus. Ich habe noch etwas Mandelmehl darüber gesträubt. Und ja, ihr könnt es auch wirklich sehr schön vorbereiten, wenn ihr gerade Besuch bekommt, als Snack. Auch sehr, sehr gut als Nachspeise oder für euren Smoothie Bowl könnt ihr das noch hinzufügen für ein bisschen mehr Textur und für den extra Proteingehalt zum Beispiel. Es ist sehr, sehr, sehr vielfältig, wie ihr seht, und ich empfehle es euch nur, es mal auszuprobieren. Es schmeckt wirklich super lecker. Die Textur ist wahnsinnig cremig, es zerläuft schon fast im Mund, weil es sehr, sehr weich ist. Und dann haben wir eben die Textur von den Nüssen, was uns den extra Crunch gibt. Ich probiere mal für euch. Es erinnert schon ein bisschen so nach Snickers auch. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen, und auf meiner Webseite maricelsvegancrush.com könnt ihr noch weitere Rezepte von mir finden, von Smoothie Bowls zu Nachspeisen und Hauptspeisen. Könnt ihr euch da austoben und ausprobieren. Auch hier auf meinem YouTube-Channel werde ich weitere Rezepte hochladen, und ja, ich freue mich schon, euch mit neuen Rezepten inspirieren zu dürfen.